Hey Leute und willkommen zurück zu Rust. So, dieses Mal soll es um die ersten Kontrollstrukturen gehen, und zwar als erstes zeige ich euch das if. If ist sozusagen eine Bedingung, wird abgefragt und dann schauen wir, ob diese Bedingung wahr ist, und falls diese Bedingung wahr ist, führen wir Code aus. Und dabei kann man natürlich dann super verzweigen, wenn zum Beispiel der Nutzer das und das eingibt oder wenn er auf das und das klickt, keine Ahnung, dann wird nur ein bestimmter Teilabschnitt vom Code ausgeführt und ansonsten wird was anderes gemacht. Und ja, das ist ziemlich sinnvoll. Ohne if wäre wahrscheinlich so ziemlich gar kein Programm möglich. Deswegen die if-Bedingung. Genau. Also wir schreiben einfach if und dann überprüfen wir, hier rein kommt irgendwas, was wahr werden soll. Das heißt, wir überprüfen, wir haben letztes Mal hier eine Zahl erstellt, die gleich 5 war. Also sagen wir, wenn Zahl gleich 5 ist, Achtung, ich benutze hier zwei Gleichheitszeichen. Das ist dazu da, damit man unterscheiden kann, zuweisen, also wir setzen den Wert von Zahl auf 5, macht man mit einem Gleichheitszeichen. Wir überprüfen, ob Zahl gleich 5 ist, das machen wir mit zwei Gleichheitszeichen. Okay, also Zahl gleich 5, wenn das der Fall ist, dann, Achtung, und jetzt kommt eine geschweifte Klammer auf und dann eine geschweifte Klammer zu. So, und hier rein, da kommt jetzt der ganze Code rein, den wir ausführen wollen, wenn unsere Zahl gleich 5 ist, was sie ja offensichtlich gerade aktuell ist. Und sagen wir einfach mal hier print, also schreiben wir einfach mal, unsere Zahl ist 5. Dieses schöne Formatieren und so weiter könnt ihr natürlich alles dann selber machen. Ihr könnt natürlich auch einfach schreiben, unsere Zahl ist und dann die Variable von der Zahl ausführen. Aber ich glaube, ihr versteht, worum es bei der if geht. Da geht es um mehr als das, was ich jetzt gerade hier mache. Unsere Zahl ist 5. So, ich schreibe das jetzt tatsächlich aus, weil das hätten wir nicht so einfach machen können mit der 5 hier. Und ja, wenn wir jetzt das Ganze hier ausführen, dann werden wir einen Fehler kriegen, weil ich hier 5 nicht mit UE, sondern mit Ü geschrieben habe. Und hier hinten können wir noch ein Semikolon hinsetzen. So, wenn wir das jetzt aber ausführen, haben wir illegal characters in path, weil ich hier oben nicht Zahl geschrieben habe, sondern x. Dabei ist das doch noch von letztem Mal, dachte ich. Naja, okay, so. Jetzt sehen wir hier, dass unsere Zahl 5 ist. Das heißt, diese Anweisung hier, die wurde ausgeführt. Wenn wir jetzt aber uns nicht sicher sind, ist vielleicht diese Zahl 5, ist diese Zahl vielleicht nicht 5, sondern ist es vielleicht was anderes, zum Beispiel 6 oder 7 oder so, dann können wir das auch noch überprüfen. Und dazu gibt es diesen else-Block, also einen Block, da steht drin, was mache ich denn sonst, wenn die Zahl nicht 5 ist. Das heißt, ich mache entweder das hier, also das, was hier drin steht, oder aber ich mache das hier, wenn die Bedingung hier oben nicht wahr ist. Und ja, da kommt dann einfach dieses else rein, und da das immer wahr ist, außer wenn unsere Zahl gleich 5 ist, brauchen wir auch keine andere Bedingung zu erfragen, und deswegen kann man hier auch einfach dieses else schreiben, ohne irgendwie was zu überprüfen hier. Also sagen wir else, also wenn dieses Ding wahr ist, wenn dieses Ding nicht wahr ist hier oben, dann führen wir diesen Block else hier aus. Und da sagen wir dann einfach, ich kopiere das mal, sagen wir, unsere Zahl ist nicht 5. Und eigentlich schreibt man 5 auch klein, aber ja, lassen wir das mal beiseite, das ist nicht so wichtig. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann gehen wir hier auf Rebuild und los geht's. Dann ist unsere Zahl wieder 5. Und was ja auch irgendwie klar ist, weil wir haben ja hier nichts geändert, das ist ja immer noch 5. Das heißt, dieser if-Block wird trotzdem ausgeführt. Was wir aber sehen können ist, hier steht nur, unsere Zahl ist 5. Es steht nicht da, unsere Zahl ist nicht 5. Das bedeutet, dieser Code hier wurde nicht ausgeführt. Definitiv nicht. Und das liegt daran, weil hier diese if-Bedingung wahr wurde, sind wir hier reingesprungen. Und wenn wir aber den Code hier ausführen, dann wird der komplette Teil hier nicht mehr ausgeführt. Alles, was danach kommt, nach diesem Teil, wird nicht mehr ausgeführt, also bis hier wird nicht mehr ausgeführt, wenn diese Bedingung wahr ist. Wenn ich jetzt hier unten ein Printline reinschreibe, dann wird es doch wieder ausgeführt. Also sowas wie unterhalb der if. So. Das wird wieder ausgeführt, weil ich habe ja hier oben mit meiner if das überprüft,
gut, okay, wir führen den Teil hier aus, weil die Bedingung ist ja wahr gewesen, also führen wir den Teil nicht aus, der wird ja nur ausgeführt, wenn die Bedingung nicht wahr ist, aber hier unten, ja, da können wir ja ganz normal wieder den Code laufen lassen, dazu sind diese geschweiften Klammern da. Und die geben sozusagen an, okay, wir sind jetzt hier drin und dann springen wir wieder raus. Also wenn ich das jetzt laufen lasse, dann sehen wir, dass unterhalb der if ausgegeben wird. Gut, wenn ich jetzt die Zahl hier auf 6 setze oder einfach auf 42 und dann bilde, dann sehen wir, dass es wird jetzt dieser untere Teil ausgeführt. Das heißt, unsere Zahl ist 5, wird nicht mehr ausgegeben. Dafür wird aber unsere Zahl ist nicht 5 ausgegeben. Und das ist eben dieser Teil hier unten. Genau. Also wird der if, da die Bedingung hier oben falsch ist, weil 42 ist ja offensichtlich nicht gleich 5, wird der Teil nicht ausgeführt und der Teil hier wird ausgeführt. So, was ist denn, wenn ich jetzt aber auch noch was Spezifisches ausgeben möchte, wenn meine Zahl 42 ist? Zum Beispiel, meine Zahl ist 42. Dann gibt es ein else if und das schreibt sich wie else und if, also else und if. Und dann schreiben wir hier rein Zahl gleich, also wieder die nächste Abfrage sozusagen. Wenn das hier oben nicht wahr ist, okay, dann probieren wir einfach das nächste aus, also sagen wir hier, ist denn meine Zahl gleich 42? Wenn das auch nicht der Fall ist, dann gehen wir hier in diesen else-Block. Und von diesen else-if-Blöcken könnt ihr so viele haben, wie ihr wollt. Also da könnt ihr auch 100.000 reinschreiben, wird nur irgendwann unübersichtlich. Aber ansonsten könnt ihr da wirklich machen, was ihr wollt. So, und ja, jetzt sagen wir hier zum Beispiel print line. Unsere Zahl ist 42. So, und wenn ich das jetzt bilde, dann sehen wir, okay, unsere Zahl ist 42 und unterhalb der if wird ausgegeben. Und ja, es prüft einfach von oben nach unten durch. Das heißt, es prüft zuerst, ist eure Zahl gleich 5? Wenn ja, dann wird der Code hier ausgeführt und dann, nachdem dieser Code ausgeführt ist, sprich, wenn ihr an dieser Klammer hier angekommen seid, springt ihr unterhalb von dem else-Block. Und dann wird das hier ausgegeben, weil das steht ja unterhalb. Wenn eure Zahl ungleich 5 ist, also das hier falsch wird, dann schauen wir, ist die Zahl gleich 42 und wenn ja, wird der Teil ausgeführt und wenn wir hier ankommen, wird sofort wieder hier unten angefangen, also der Teil unten drunter wird übersprungen und so weiter und so fort, bis ihr dann ganz unten seid beim else und der wird immer ausgeführt, wenn ihr nicht runtergesprungen seid sozusagen. Okay, was passiert denn, wenn wir nur gucken wollen, ist unsere Zahl gleich 5? Naja, dann lassen wir einfach den Teil weg, denn ein else braucht es nicht unbedingt. Wir können auch ohne else ganz gut, aber man macht es meistens eigentlich, wenn man gerne so abfragen möchte, ist das so oder ist es anders. Aber es funktioniert auch ganz gut ohne, dann wird einfach unterhalb der if-Schleife, also nicht Schleife, Achtung, if ist keine Schleife, if ist eine Abfrage, wird hier geprüft, oder ist unsere Zahl gleich 42 und wenn das nicht so ist, wird hier einfach der Teil übersprungen und es wird nach einem else geguckt, naja, else gibt es keins, also machen wir einfach direkt mit dem ganz normalen Code weiter. Ihr könnt auch ein if und ein else if haben, aber kein else, das geht genauso. Ja, passiert dann halt logischerweise dasselbe, wir prüfen, ist unsere Zahl gleich 5? Nein, okay, das überspringen wir. Wir überprüfen, ist unsere Zahl 42? Falls ja, wird das ausgegeben, was jetzt aktuell gerade ausgegeben wurde. Falls nicht, wird es auch übersprungen und wenn wir halt kein else finden, dann machen wir hier halt weiter. Okay, ja, soviel zur if. Zu diesen ganzen Überprüfungssachen, da gibt es ein paar Arten, wie man die sozusagen prüfen kann, diese Bedingung. Und das Ganze nennt sich dann boolsche Variablen. Also im Endeffekt ist hier eine eigene Variable bei rausgekommen. Ich habe euch letztes Video gezeigt, eine Variable kann auch den Wert true oder false haben. Und das wäre dann ein Bool und das ist hier rausgekommen. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Für den Anfang reicht es, wenn ihr irgendwie auf Gleichheit prüfen könnt. Und mit Strings funktioniert es genauso, deswegen zeige ich euch auch noch kurz. Wenn ihr hier zum Beispiel stehen habt, das ist dann keine Zahl mehr, es ist ein String, ABC und ihr überprüft, ist meine Zahl gleich ABC, hier muss ABC rein, dann funktioniert es genauso, das heißt wir können jetzt hier ausführen, ich sollte vielleicht vorher rebuilden, sonst wird das nichts.
Und ja, hier unten kriegen wir einen Fehler, weil der Typ nicht der richtige ist. Das heißt, ihr müsst bei dem Gleichheit schon den richtigen Typ überprüfen. Ihr könnt jetzt hier nicht überprüfen, ob 42 da drin war, sondern ihr könnt überprüfen, ob 42 als String da drin war. Das geht. Und dann rebuilden wir so. Und ja, also schön immer, gut, die Ausgabe ist jetzt natürlich schwachsinnig, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meinte. Schön immer hier darauf achten, dass die Typen dieselben sind, die ihr vergleicht. Aber ansonsten, ja, einfach mit gleich probieren und wenn irgendwas ist und ihr Fragen habt, dann schaut einfach nach meinen anderen Videos. Ich werde da relativ schnell dann noch irgendwas Spezielles zu den Bools machen, was hierbei rauskommt. Und zu Datentypen werde ich noch was machen, relativ bald. Und ansonsten, wenn ihr es nicht findet, schreibt mir einfach kurz einen Kommentar drunter und ich antworte darauf. Gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.